Ja, moin moin, wir sind angekommen in Birkholzhausen. Dirk, vielen, vielen Dank, dass wir deine sehr gerne. heiligen Hallen zur Verfügung bekommen. Und deine Arbeitskraft auch noch. Wollt's mitmachen, oder? Schauen wir mal. Es ist ziemlich warm heute. Schauen wir mal. Ja, ich soll polieren, das war eure beide Idee, Micha. War die Kennt gute ja auch Idee. jeder. Haben wir einen mit Räumlichkeiten, einen mit Kompetenz und einen Lehrling. Ja. Ja, ein bisschen müssen wir uns auch foppen gegenseitig. Okay, Ja. ja, was haben wir vor? Den Golf 1, den wir verlosen wollen, der soll einmal hübsch gemacht werden vom Lack her. Was sagt ihr zu dem Lack? Es könnte sein, dass ein Einschichtlack ist. Ja. Ja. Sollte für uns kein Problem darstellen. Er ist, denke ich, manchmal ganz so dick. Wir haben es ja stellenweise schon mal gemessen. Ja. Ja. Du sagst Und- normalerweise wäscht man vorher, misst dann, aber ihr wolltet schon mal, Wir wollten ihr einfach wart mal kurz, neugierig, ja. wollt mal gucken, wie es Natürlich. so ist. Ja. Okay. Also Wie viel Mühe hat er? 70? 70. so im Schnitt haben Das wir ist jetzt wenig. noch Mit Dreck gemessen. mit Dreck. Genau. Und das ist wenig. Ja. Das ist Ja, aber trotzdem noch genug ja, ja. Futter, um zu Werden wir schon polieren. hinbekommen. Okay. Bekommst auch du hin, Lars. Ja. Dann werden wir vielleicht noch ein paar Dellen rausmachen. Ja. 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 Und dann wird Von innen sauber machen. das Erdbeerkörbchen wieder schön, ne? Ja. Ja. Also vom Ablauf her ist waschen, Richtig? dann polieren oder dellen oder parallel oder Machen wir parallel. parallel, Du okay. polierst dann, Abkleben, ich feuer nicht dich an, er abkleben. macht die Dellen. Wir kleben hier die Gummileisten ab. Du gibst Anweisungen, Dirk. Ja. Okay, genau. Und ja, werden wir wieder hinkriegen. Und Unifarben weiß, gibt es was zu beachten? Irgendwelche Tipps oder ist das problematisch oder eher unproblematisch? Wie kann man das? Also wieder meiner täglichen Arbeitsweise. In dem Fall, wenn es tatsächlich ein Einschichtlack sein sollte, dann werden wir diesmal tatsächlich abkleben, also die Kunststoffteile Ja. abkleben. Da ist Ja. nicht das Problem, dass es von der Politur herrührt, dass wir da unter Umständen Rückstände in den Kunststoffteilen haben, sondern die Vom ausgekreideten Farbpartikel, die Das man dann möchten wir praktisch ja in den Kunststoff Ja. einpoliert. Und das darf natürlich nicht der Fall sein. Okay, Und dann also klebst du das wäre etwas bei Uniweiß, 30 Jahre alt, könnte Einschicht sein. Genau. Dann sollte man einmal gucken, Auf jeden ist Fall. das so? Das macht man, indem man halt eine Stelle, keine Ahnung, hier mal was Ja. Siehst du poliert gleich nach dem am Pad, Waschen. ob es dann Und dann siehst du, ob das Pad weiß ist oder Genau. nicht. Und dann weiß man, okay, wenn es weiß ist, abkleben, wenn es nicht weiß ist, auch abkleben oder Also mit unseren Polituren, nicht? sage ich mal, ist es nicht notwendig. Also wir haben keine Rückstände durch die Politur. Ja. Man sollte natürlich auch nicht mit dem Pad da jetzt hier irgendwelche mechanischen Bewegungen herbeiführen, aber das sollte ist klar. auch nicht passieren. Ja. Und dann, was für eine Maschine? Wir nehmen bei dir die Exzentermaschine, was heißt, wir fangen damit an, das ist eine gute Maschine, Ja. ne, freilaufende Exzentermaschine, Richtig. dann zeigen wir, wie das geht. Ja. Profi-Polituren natürlich, ja, Ja. Und, und dann werden wir mal schauen, ne? das ist wieder so richtig schön. Und das, ob die Vibration meinen Schultern so tut. Ne? Ja, Und ob du noch ein Ersatz-T-Shirt mit hast. Also ja, seid gespannt. Wir gehen jetzt erstmal waschen. Wir sind ja verkabelt und vertont. Zwischendurch werden wir mal was sagen, wenn uns irgendwas Ja. auffällt oder wie auch immer. Und dann Sascha Hehn Edition werden wir abmachen. Oder ja, lassen wir drauf, Ja. oder? das gehört dazu. Das gehört dazu. Und wer macht dann diesen eleganten Sprung, wenn er fertig Wir. ist, so ins Auto? Immer der poliert. Genau. Ah, der poliert. Okay, dann. Super. Da freuen wir uns drauf. Aber Guck ich mit mal, geschlossenem Fenster. Ja, seid gespannt, ob wir Ja. das heute noch erleben oder nicht. Aber ich werde wahrscheinlich mich da nicht mehr bewegen können, wenn ich hier fertig bin mit dem Auto. Aber wir haben auch Dann eine wird das Lackiererei auch- hier, ne? Also das Ist ist. das, achso, wenn man, ja. Also, wir gehen waschen. Bis gleich. Ja. Ciao. So, genug gequatscht. Jetzt wollen wir auch das Auto sauber machen. Einmal rüber in die Waschhalle. Und wir fangen mit dem Motor an. Einmal eine Mischung von Micha. Alles eingesprüht, einwirken lassen. Und dann mit dem Hochdruckreiniger warmes Wasser vorsichtig rausgespült. Motor mal laufen gelassen, damit wir gleich hören, ob da irgendwie was nicht ganz dicht ist. War aber nicht. Lief sauber durch. Und dann von links nach rechts und von rechts nach links. Ein bisschen vorsichtig, damit man nicht irgendwelche Teile beschädigt, ausspülen. Und dann ging es auch schon direkt weiter mit den Felgen. Einmal hat Dirk hier losgelegt und dann kam Micha und dann durfte ich auch da Gas geben. Und das lassen wir dann erstmal einwirken. Das ist so das Erste, nachdem man sich um den Motor gekümmert hat. Und jetzt werden wir das ganze Auto mit Sonax Multistar
reinigen, beziehungsweise erstmal einsprühen, einwirken lassen, also die gesamte Fläche. Und dann habe ich einmal mich um die Felgen gekümmert, mit einer Felgenbürste nochmal nachgereinigt und dann den Multistar eingearbeitet. Leichte Bürste, leichter Druck, erstmal über das Vinyldach rüber, dass wir da auch schön den Schmutz rausholen aus der Prägung und ja, ähnlich wie bei Leder. Dann wollte ich einmal ausprobieren, wie das mit so einer Handsprüher ist. Nicht jeder hat eine Schaumkanone und das funktioniert gut. Da war ich doch positiv überrascht, muss ich sagen. Das kann man ganz gut machen. Das geht ein bisschen in die Arme, aber man macht das ja nicht jeden Tag 3-mal, sondern nur ab und zu mal. Also man muss nicht unbedingt sich so eine Schaumkanone kaufen. Das ist auf jeden Fall machbar. So, dann von oben nach unten alles abspülen, damit das auch schön sauber ist. Ich war überrascht, muss ich sagen, aus welchen Ritzen da noch überall Dreck rauskommt. Das ist sensationell, das vermutet man gar nicht. Das sah eigentlich schon ganz gut aus oder so. Also schon ganz gut sauber, aber da kommt doch noch eine ganze Menge raus. Genau. So, dann mit Schaumwasser einmal nochmal abgebürstet und wieder dann abgespült. Jetzt haben wir auch die Felgen mit dabei und dann nochmal in den Radkästen ein bisschen das ausgespült. Das ist jetzt klares, warmes Wasser. Und da gehe ich jetzt nochmal überall rüber. Und dann noch im zweiten Mal sieht das eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Genau. Wieder von oben nach unten einmal alles runterholen. Und dann ging es ab zum Frühstück. Dirk hat sensationell aufgefahren, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Brötchen mit allerlei drauf und Naschi überall hingestellt. Getränke waren vor Ort und. Also Dirk, vielen Dank dafür. Aber jetzt nach dem Frühstück dann einmal in die Halle. Und ja, genau, hier Michael macht einmal trocken. Und dann bin ich hier mit so einem Spezialgerät. Das ist im Prinzip das Kneten, was man per Hand macht. Das kann man mit so einer speziellen, also mit einem Glasreiniger und so einer speziellen Matte machen. Sensationelles Ergebnis, bin ich echt begeistert. Kannte ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen vorher. Toller Trick, kann ich nur empfehlen, dass man das so macht. Und dann ja, wischt man halt nochmal mit dem Mikrofasertuch nach. Joel hat schon mal angefangen, sich ein bisschen auch um die Felgen zu kümmern. Ich habe hinten nochmal so eine kleine Ecke gefunden, beziehungsweise Joel hat auch nochmal per Hand geknetet an der Seite. Und ja, Einschichtlack, also der wird weiß auskreiden oder wie auch immer das heißt. Also die Pigmente kommen da auf jeden Fall raus. Die Pads waren auch richtig weiß und deshalb haben wir uns entschieden, alles was schwarzes Gummi ist, abzukleben. Und so, dann einmal getestet, was ist das Richtige? Sonax 505, das war schon Politur, das war Micha und Dirk schon klar, aber welches Pad war noch nicht ganz klar, mit dem gelben getestet und dann für das rote entschieden. So mache ich das drauf. Ihr werdet gleich sehen, wie das ein Profi macht. Und dann durfte ich polieren, jawohl. Langsam anfangen, damit es nicht spritzt und dann langsam die Geschwindigkeit nach oben drehen und dann war in Ordnung. Da war der Dirk. So macht man das mit dem Pad, wenn man ein Profi ist. In 30 Jahren kann ich das dann vielleicht auch. Mit dem Mikrofasertuch dann Polierpaste runterreiben, gucken, ob es passt. Und dann haben Gott sei Dank alle mitgeholfen, weil wir wollten das ja an einem Tag fertig haben. Und ich habe immer so ein bisschen noch Hilfe bekommen, Instruktionen von Dirk und auch von Micha. Und hier erklärt mir Dirk jetzt, dass ein Durchgang gut ist, aber 2 Durchgänge bei dem Fahrzeug auf jeden Fall besser. Und deshalb werden wir noch ein zweites Mal rübergehen. Er hat da so eine kleine Teilfläche gemacht, um mir zu zeigen, wie es aussehen muss. Und ja, Micha hat sich auch ein bisschen darüber amüsiert. Und ja, aber es war einfach nochmal echt ein Unterschied, muss man sagen. Also es war auf jeden Fall notwendig, das noch ein zweites Mal zu machen. So, dann Dirk und ich haben weitergemacht. Micha ist dann zum Beulen ausdrücken gewechselt, damit das auch in Ordnung kommt. Am Motorhaube war so ein kleiner Hagelschaden und dann an der Fahrertür war auch noch so ein bisschen was nicht ganz in Ordnung war. Ich habe mich dann noch um die kleineren Ecken ein bisschen gekümmert, mit einer anderen Maschine wieder. Und also wir haben Flex und Rupes, beide Geräte eingesetzt, falls das gefragt wird. Und Micha ist ja eher Flex. Und Dirk ist ja eher Rupes, aber ich habe da jetzt für mich persönlich, wenn man so das allererste Mal was in der Hand hat, nicht so richtig den Unterschied da gesehen. Genau, Joel hat noch die Felgen poliert,
Und hier haben wir alle Kunststoffteile einmal gereinigt. Diesen Kunststoff da hinten haben wir mit CC One einmal versiegelt. Viele andere Kunststoffteile mit der Lederversiegelung. Hier nochmal ein bisschen auch sauber gemacht und Versiegelung aufgetragen. Da sauber gemacht, Versiegelung aufgetragen. Neuen Aufkleber am Tankdeckel, der war nicht mehr da. Da war irgendwie so ein komischer Deckel von einem Opel drauf. Also komisch insofern, weil es ja ein VW ist. Und dann ist es irgendwie auch schöner, wenn ein Originaldeckel, den haben wir besorgt. Und drauf gemacht. Ja, hier gibt es noch ein Lackprotokoll, das kriegt der Gewinner mit dazu. Dirk arbeitet noch mal ein bisschen nach. Mikrofaser von The Rack Company benutzt. Und ja, so sieht ein sauberer Motor aus. Und hier noch ein paar Nacharbeiten. Da habe ich noch ein bisschen gereinigt oder eben auch in dem Fall hier jetzt Versiegelung aufgetragen auf die Kunststoffteile. Und noch von unten kontrolliert, ob da alles Chico ist und sauber gemacht. Genau. Reifen haben wir auch natürlich konserviert. Und hier sieht man auch mal rechts ein bisschen da Kunststoff eben. Und ja, ich habe super viel gelernt. Also Dirk und Micha haben da immer wieder die Dinge auch erklärt, die wir da getan haben. Und ja, Sascha Hehn Edition haben wir uns entschieden drauf zu lassen. Haben jetzt so oft drüber geredet. Das lassen wir noch mal drauf. Und jetzt wird konserviert. Der Lack ist ja 30 Jahre alt. Das sieht man auch in dem Lackprotokoll ganz schön. Da ist nichts irgendwie nachlackiert oder sonst irgendwas. Das Auto ist wirklich unfallfrei und tippitoppi, genau. Und ja, Dirk hat seinen eigenen Swisswax Wachs zur Verfügung gestellt, also die Dirk Du Edition. Vielen Dank nochmal dafür. Einmal mir gezeigt, wie man das aufträgt. Dann wird ja oft darüber geredet, dass man Swisswax per Hand auftragen kann. Das hat er mir nochmal gezeigt, wie man das macht. Ja, und dann verteilt man das im Prinzip auf dem gesamten Fahrzeug. Das geht eigentlich ganz gut per Hand. Das geht auch ganz gut mit diesem Applikationsschwamm, muss ich sagen. Das funktioniert auch gut. Und dann lässt man den Wachs anziehen. Halbe Stunde, Stunde. Und dann wird er eben auspoliert. Das Vinyldach haben wir nicht gewachst, sondern da ist Lederversiegelung draufgekommen von Colorlock, also von uns. 2 Tage später, nein, ganz so lange hat es nicht gedauert, aber es ist später Nachmittag jetzt. Ja. 20:03. Bevor wir darüber reden, was wir gemacht haben, was ihr ja auch alles gesehen habt, ich habe auch ein bisschen was im Offen kommentiert. Erstmal vielen Dank an euch beide. Ich habe was gelernt und ich muss noch ein bisschen in die Theorie einsteigen allerdings, weil mir ist noch nicht ganz klar, warum gelb, warum rot, also PET, ne? Und so weiter. Und warum wir jetzt die Sonax 505, was ich so, genommen haben und nicht die 406, gibt es glaube ich auch, ne? Genau. Und so weiter. Also das Thema müssen wir noch mal durchkauen. Vielleicht machen wir mal ein Q&A, PET Ja. und Pastenkunde oder Genau. Folierpastenkunde und Können wir PET-Kunde. mal machen. Können wir mal machen, dann haben wir das Thema einmal durch und ansonsten, ja, werde ich mal an meinem eigenen Auto, ich habe noch ein privates Auto, nicht nur ein Leasing, eine Rutsche, sondern noch ein eigenes Auto. Kann man experimentieren. Ja, werde ich noch mal ein bisschen dann rumspielen, wobei der natürlich nicht weiß, sondern schwarz ist. Ja, also vielen Dank dafür, dass wir das hier machen durften, dass wir das gemacht haben, dass ihr auch mitgemacht habt. Auch vielen Dank an den Kollegen, der sich um die Felgen so gekümmert hat. Die sehen Hammer aus, finde ich. Er hat auch das Sehr, sehr gut. Edelstahlrohr gemacht, die ganze Zeit im Prinzip auf allen Vieren da gekrochen. Das ist schon Ja. auch richtig Arbeit, ne? Das Muss man war sagen. auf jeden Fall. Also nebenbei. Du hast noch Dellen rausgedrückt, so weit und so gut wie es ging. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ihn gewaschen, eben komplett einmal. Dann haben wir gewachst. Wir haben geknetet, das wollte ich sagen, genau. Und wir haben so eine Scheibe benutzt. Wie heißt die? Ladies. Ladies, genau. Da sind wir einmal rübergegangen. Die machen wir vorher feucht mit Ich nehme Glasreiniger. Glasreiniger und dann gehen wir mit dem Ding hinterher. Und das ist eine Alternative zum Kneten, Ja, kann man so sagen. Ne? wenn man faul ist. ist bequemer, ne? Ja, ist wesentlich angenehmer. Ist angenehmer, ne? Als wenn du. Gibt's da Nachteile auch? Nö. Nö. Sag mal so, wenn du extrem starke Anhaftungen hast, dann kommst du mit der Knete wahrscheinlich besser klar. Du kommst auch mehr in die Ritzen und Spalten. Ja gut, das Da kannst du vielleicht mit Knet eher reindrücken, aber ansonsten... Ich meine, wir haben ja beides ja gemacht. Fläche Wir haben ist dann beides wunderbar. gehabt. Genau, ich habe das für die Faulen gemacht und ihr habt ja dann da unten rum geknetet. Wobei ich normalerweise auch über die Klavies knete. Ja. Absolut. Hat auf jeden Fall gut geklappt, kannte ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen, hat mir noch nie einer was von erzählt. Vielen Dank dafür. So sind wir. So seid ihr, ja, das war sehr gut. Gut, und dann haben wir poliert, ne? Ja,
kann man sagen. Vorher haben wir abgeklebt, Richtig. obwohl Micha ja bekannt ist für Abklebeorgien nicht zu haben. Ist. Ja, aber in dem Fall ganz wichtig. In dem Fall, weil es ein Ja. Einschichtlack ist, Ja, Ja. wir das alles sonst weiß machen würden ja, auf jeden und Fall. wir dann vielleicht die Zierleisten auch nicht wieder so richtig Wir haben keine sauber Rückstände. gekriegt hätten, haben so keine Rückstände von der Farbe. Von der Politur hätten wir ohnehin Ja. keine Rückstände. Ne? Nein. Dann so 1,5, 2 Durchgänge haben wir gemacht, kann man sagen. Ne? Eher 2. Ne? Ja. Genau. Und ihr habt mit gelben Schwamm angefangen von Sonax. Ne? Eine rote. Im roten haben wir Ja. angefangen? Ne, erst haben wir im gelben getestet. Nur mal getestet, aber das ja. war Genau. nicht gut genug. Und der war nicht aggressiv genug. Oder Genau, was? da, Und dann sind wir auf den roten gegangen. Und Politur, wie gesagt, die 505, in wie dem heißt Fall die die Vorbild? 5.5. X-Cut, okay, 5.5 X-Cut genommen. Gut, dann ja, poliert man ja mit dem Mikrofasertuch hinterher. Ne? Genau, aber trägt die Politur ab. Man trägt die Politur wieder ab. Und dann haben wir uns um die Kunststoffteile gekümmert. Wir haben Genau. die einmal sauber gemacht, auch mit Glasreiniger. Und wir haben den Colorlock Nubuck Schwamm genommen. Das ist ein Melaminschwamm, der dafür gut funktioniert. Und dann haben wir diese Bereiche mit Wir haben unser CC1. CC1 genommen zum Ausgepackt, Versiegeln, ja. genau, Ja. um Für die die Farbe wieder Kunststoffteile, anzufeuern, ne, um das zu schützen. Ja. Das hat eine gute Standzeit, hat gute Erfahrung gut, gemacht. ja, ja, Genau. Ist nicht dafür gedacht, funktioniert aber sehr, sehr gut. Für die Leisten hier an der Seite habe ich Lederversiegelung genommen. Ja, hört sich erstmal komisch an, funktioniert aber auch. Und auch das Dach haben wir mit Sieht toll Lederversiegelung aus, ja. versiegelt, genau. Die funktioniert eben bei Kunststoffen auch. Micha hat ja mal sein Vinyldach beim Caddy umgefärbt und du pflegst das ja auch Ja, entweder mittlerweile, ja. mit der Versiegelung oder du nimmst halt von Sonax die. Ich nehme die Versiegelung. Aber man könnte auch die, wie heißt die? Natürlich, logischerweise, wir können Die aus Polymerversiegelung, ne? auspacken, aber Netschild. mir geht es ja um die Standzeit. Netschild heißt sie? Das Netschild, ja. Ja, Wobei okay. hier die Standzeit von der Versiegelung einfach. Genau. Also wir haben jetzt andere natürlich ist, ja. Versiegelung genommen. Das gleiche haben wir vorne gemacht am Kühlergrill, habe ich auch Versiegelung aufgetragen. Und den Lack haben wir mit deinem. Ja, mit meinem Wachs. Dirk, du? Swisswax, ja, mit meinem eigenen Wachs, ne? Ja. Und müssen wir gleich noch abtragen. Der lüftet gerade ab und gucken, was das Ergebnis sagt. Von der Menge her, das ist ja mal die Frage. Die Wachse kosten ja ein bisschen was. Ja. Wie viel Ja, haben gut, wir jetzt die- hier drauf gemacht ungefähr? Du mehr? Ja. Ich war ja da, ne? Weißt du, Ja, dafür habe ich die andere Seite nicht gewachst, hat sich wieder ausgewichen. Nein, wir haben schon, was waren das? 10, 15 Gramm waren das schon. Ja, die 10, wir da- 15 Gramm. Ja, gerade mal. Also das wir haben muss man 2 mal- Schichten in einem Step gemacht. Ja. Ja, wo ich drauf hinaus wollte, ist, das ist unglaublich ergiebig. Also man braucht Ja. wirklich nicht viel. So eine Dose kauft man eigentlich einmal im Leben, wenn man nicht beruflich damit arbeitet. Also Stimmt. privat, also als Privatmann kauft man sich Ja. eine Dose Genau, und, dann, und das Zeug kann ja nicht schlecht werden. Kannst du Ne? vererben. Ja, das, ja, genau. Also das ist von daher, Preise sind manchmal auch relativ. Ne? Also Ja. Ja, das relativiert sich. Ja, Das ist genau. Bei meinen Produkten. Du brauchst nicht so viel wie von anderen Herstellern. Das ist einfach Fakt. Ja? Und das ist ich fand auch von der 505, von der Politur, das ist ja, ich weiß gar nicht, warum die Flaschen so groß sind. Wir haben ja auch, ja. da ist ist ja nicht quasi, viel. da ist ja nichts raus. Ne? Gibt es auch in 250 ml, aber gut, im Profibereich ist es wichtig, dass wir solche Flaschen haben. Die gibt es sogar in 5-Liter-Gebinde mit so einem Melkrüssel. Okay. Kannst du aber eine, Ja, aber gut, wenn du einen Betrieb hast mit Ja, 5 ja. Toren oder so, Genau, dann ist ja, das was aber- anderes. Ne? die Literflasche macht Sinn, aber die sind natürlich extrem ergiebig. Also Ja, 20, das ist 30 auch, Fahrzeuge. Ja. Und Pets, weißt du, wie viel Pets wir verbraucht haben? Oi. Da brauchen wir mehr. Da haben 6, wir mehr 7, gebraucht. 8? Nee, mehr. Also Mehr? Ja, durch die 15 durch den Locker. Einschichter. Locker. Ja. Waren es 15? Ja, Ja, ja. okay. Die kannst du nachher auch wirklich entsorgen. Ja. Ja. Die brauchst du nicht mehr sauber machen. Und ja, wenn die Leute fragen, ich meine, man hat es im Video ja gesehen, wir haben Flex-Maschinen benutzt, wir haben Rupes-Maschinen benutzt. Ja. Von dir die Rupes-Maschinen, von dir die Flex-Maschinen. Genau. Und ich habe mit beiden gearbeitet und ja, keine Ahnung. Also Beides gut. ja, das hat mit beiden irgendwie gleich funktioniert. Hast du genau. auch gut gemacht, das muss man auch mal sagen. Ne? Müssen wir schon mal loben hier. Ja, Sein danke erstes schön, Auto. Dankeschön, ja. Gut, ja, also wie gesagt, vielen Dank. Und genau, wenn er jetzt abgelüftet ist, wie lange muss er ablüften? Also ich lasse immer so 30 bis 60 Minuten. Okay, halbe Stunde, eine halbe Stunde haben wir jetzt bestimmt schon. Ja. Dann trinken wir noch einen Kaffee und dann gehen wir noch mal rüber. Micha muss wieder los, 500 Kilometer auf der Uhr. So, Ne? genau. Da muss er noch abreißen. Ja. Also, ja, vielen Dank.
Leute, das Auto wird immer attraktiver. Also der sieht jetzt hammermäßig aus, finde ich. Er fährt hammermäßig. Die Felgen sind der Knaller. Wir werden noch ein paar Kleinigkeiten machen. Wir müssen noch das Lenkrad wechseln. So ein paar kleine Dinge. Ich habe auch in der Türpappe gesehen, da ist noch eine Stelle, die haben die Lehrlinge übersehen. Das werden wir noch mal reparieren. Und so weiter. Aber im Prinzip der 21. Da ist die Verlosung, der kann kommen. Und wir drücken allen Daumen. Und ja, jeder, der hier vorbeigekommen ist, hat eigentlich gesagt, wirklich verlosen? Ja. So, ja, Wir hatten auch Kaufangebote. Wir hatten auch Kaufangebote, ja. Also, danke, bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao. Tschüss.